Hey du da, der auf das Video geklickt hat. Da du jetzt schon mal hier bist, bedeutet das zum einen wahrscheinlich, dass du auf die diesjährige Gamescom gehst und dich zum anderen für die kleine Nische von RTS, Strategie- und Aufbauspielen interessierst, aber in der großen Masse an Games komplett lost bist und möglichst nichts verpassen möchtest. Da es zumindest mir aktuell genau so geht, habe ich mal versucht herauszufinden, was dir und mir auf der Messe dieses Jahr in dieser Nische gefallen könnte und dementsprechend ein paar Spiele rausgesucht. Diese Liste ist sicher nicht vollständig, da vieles auch noch geheim ist, aber gebt euch zumindest mal einen groben Plan, was ihr so ansteuern könntet. In diesem Sinne, falls ihr mich seht, ich bin Mittwoch und Donnerstag auf der Gamescom, sprecht mich gerne an und jetzt legen wir los. Dieses Video wird euch von meinem Dauerpartner Instant Gaming präsentiert. Bei Instant Gaming erhaltet ihr in der Regel alle Videospiele deutlich günstiger als auf den Hauptplattformen wie dem Epic Game Store oder Steam und könnt so jede Menge Geld bei eurem ohnehin schon teuren Hobby sparen. Außerdem unterstützt ihr mit einem Kauf über meinen Partnerlink massiv diesen kleinen Kanal hier. Also wie gesagt, vielen Dank, dass ihr das Angebot so gut annehmt. This is a story about success. A true story about a place where reality and fantasy merge. Gelangt ihr über den West-, Süd- oder Osteingang auf die Gamescom, sollte euer erstes Ziel die direkt daran liegende Halle 10 sein, welche sich auf 2 Stockwerke verteilt. Im Obergeschoss, also Halle 10.2, ist die sogenannte Indie Area, in welcher kleinere Entwickler ihre Spiele ausstellen und was eigentlich auch das vermeintliche Highlight der Gamescom ist, da man hier zum einen wenig anstehen muss und zum anderen schnell auch mal mit den Devs direkt ins Gespräch kommen kann. Spiel Nummer 1 ist hier der Aquapark Tycoon, zu welchem vor kurzem eine Demo auf Steam erschienen ist. Hier geht es darum, einen gemütlichen und wirtschaftlichen, rentablen Wasserpark zu entwerfen, wofür ihr dann einzigartige Wasserrutschen, Pools und Saunen entwerfen dürft. Der Aquapark Tycoon soll noch dieses Jahr erscheinen, erstmals richtig anspielen könnt ihr ihn aber schon hier. Weiter geht's mit dem richtig gut gelungenen Let 'em Trade, welches bereits vor kurzem auf Steam erschienen ist und 18 € kostet. In der Wirtschaftssimulation, die klar an Catan angelehnt ist, errichtet und verwaltet ihr ein Netzwerk aus Handelsstraßen, um ein eigenes Schloss zu errichten. Wer gemütliche Citybuilder mag, in denen man sich ohne Zeitlimit verlieren kann, der darf hier gerne mal vorbeischauen. Bereits zum 3. Mal in Folge ist Envision Entertainment mit ihrem Siedlererben Pioneers of Pagonia auf der Gamescom anzutreffen. Am Stand könnt ihr laut Pressemeldung die aktuelle Version des Spiels anspielen. Ob das bedeutet, dass ihr hier erstmals in die Kampagne reinschnuppern könnt, ist also nicht ganz klar. Hinter den Kulissen wird diese aber der Presse hier erstmals von Volker Wertig höchstpersönlich vorgestellt werden und ich euch dann dementsprechend umgehend berichten. An die Werkzeuge-Pioniere. Es gibt noch so viel zu tun. Ebenfalls in der Indie Area kann zum ersten Mal das spannend klingende Reef Kingdom on the Distant Shore angespielt werden. Im Spiel sollt ihr dann gleich mehrere Städte bauen dürfen und euch über eine Übersichtskarte auch mit anderen Völkern bekriegen können. Wem der Cell-Shading-Look mit Füchsen in einer Fabelwelt zusagt, auf den könnte hier ein richtig spannender Citybuilder im kommenden Jahr warten. Der vermeintlich letzte Titel in diesem Bereich, wie gesagt gut möglich, dass dort noch viel mehr präsentiert wird, was aktuell noch geheim ist TerraSpace Ancient Egypt. Hierbei handelt es sich um ein Add-on zu TerraSpace, welches bereits 2024 auf Steam erschienen ist und richtig gute Rezessionen abräumen konnte. Bei meinem Partner Instant Gaming bekommt ihr TerraSpace übrigens schon ab 12 €.
Das Add-on entführt euch ins namensgebende Ägypten und lässt euch dort eine blühende Wüstenstadt entlang des Nils errichten. Inspired by the God Games of old. Weiter geht's nördlich in Halle 9, in der ihr neben den großen Ständen von Nintendo und Pokémon die deutsche Göttersimulation Fata Deum, hoffentlich nicht zu versteckt, anspielen dürft. Fata Deum orientiert sich an Molyneux-Klassikern wie Populous und vor allem Black and White und lässt euch entsprechend als Gott ins Citybuilder-Geschehen eingreifen. Je nachdem wie ihr spielt, entwickelt sich dann die Welt zu einer Oase oder driftet entsprechend in Richtung Hölle ab. Fata Deum erscheint dann kommenden Monat am 15. September 2025. Be banned. If you want to be immortalized in ornateness, here's a little lesson in greatness. Gegenüber von Halle 9 befindet sich die Halle 6 mit dem vermeintlichen Highlight Anno 117 Pax Romana. Ich denke, ich muss jetzt nichts groß zum Ubisoft Aufbaumonster sagen, zumal wir schon alles Wissenswerte in den Anno News durchgekaut haben. Neben vielen Anspielstationen, mit denen ihr dann auch erstmals die Region Albion erkunden könnt, soll der Stand außerdem sehr aufwendig im römischen Stil dekoriert worden sein und zum Fotos machen einladen. Darüber hinaus bietet euch Ubisoft mehrmals täglich Präsentationen zum Spiel, in denen ihr dann auch den Devs direkt Fragen stellen könnt. Ebenfalls in Halle 6 und ebenfalls bei Ubisoft findet ihr dann auch die erste spielbare Version von Heroes of Might and Magic Olden Era. Der Titel soll noch dieses Jahr, völlig untypisch für Ubisoft, zunächst im Early Access erscheinen und ist im Prinzip ein rundenbasierendes Strategiespiel, was sich wohl am ehesten an die Spieler richtet, die mit den Klassikern noch etwas anfangen können. Es soll nicht unerwähnt bleiben, auch wenn das Ding völlig an mir vorbeigeht. Aber in Halle 6 gibt's dann auch noch den Landwirtschaftssimulator 25. Und ja, ehrlich gesagt kann ich dazu gar nichts groß sagen. Wer es braucht, findet's halt ungefähr neben Anno 117. Gönnt euch. They have broken through! Weiter nördlich von Halle 6 findet ihr dann in Halle 7 beim großen Microsoft-Stand deren RTS-Schwergewichte Age of Empires samt Spin-off Age of Mythology. Ihr könnt dann entsprechend in neu kommende Add-ons reinspielen und auch wenn ich damit nicht mehr allzu viel anfangen kann, finde ich es nach wie vor einfach geil, wie Microsoft diese alten Schinken weiterhin am Leben hält. Surrender now! Last but not least noch ein kleiner Geheimtipp. Das eigentliche RTS-Highlight dieser Messe ist doch ganz klar The First Explorers. Ein Mandev Buchwald ist allerdings nicht mit eigenem Stand auf der Messe vertreten, mischt sich aber wie im vergangenen Jahr unters Volk. Um einen Blick auf The First Explorers zu erhaschen, müsst ihr also entsprechend nach ihm Ausschau halten und dafür am besten nach einem The First Explorers T-Shirt suchen. Leichter wird's dann natürlich über die Zocker Lounge Explorer News oder das Find Your Next Event der GameStar, bei dem Buchwald am Mittwoch um 17:30 Uhr auf der Bühne in Halle 10 und am Freitag um 13:30 Uhr bei Maurice Weber zu Gast ist. In diesem Sinne, euch allen eine schöne Gamescom, Happy Gaming und bis zum nächsten Mal.